Herzlich willkommen zu meinem Vortrag zum Thema Krankenzusatzversicherung. Mein Name ist Pedro, Chica, Sanchez, ich bin Marktmanager bei der IDUNA und habe 30 Minuten Zeit. Einige brauchen schon mindestens 15 für meinen Namen, um ihn vorzustellen, den spanischen Ausdruck etc. Fällt heute aus. Was werden Sie heute nicht von mir hören? Sie werden nicht hören, wie ich Ihnen Tarife vorlese. Das braucht kein Mensch aus meiner Sicht. Wenn Sie Informationen haben zu Tarifen, haben wir am Stand jede Menge da. Im Internet finden Sie alles rauf und runter. Worum es mir geht, ist Ihnen Ansätze zu zeigen, wie man KV-Zusatz verkaufen kann. Und zwar vielleicht anders, als Sie es bislang gemacht haben oder auch gehört haben. Die allermeisten verkaufen KV-Zusatz reaktiv. Die kennen Sie wahrscheinlich auch. Ein Kunde kommt, beim Zahnarzt kommt raus, sagt, Mensch, so eine Zahnzusatzversicherung bin ich falsch bei der Gelegenheit. Oder die Brille ist kaputt. Also meistens so, dass der Kunde von sich aus sagt, habt ihr da irgendwas, gibt es da irgendwas? Die wenigsten machen das strukturiert und strategisch. Und gerade wenn man auch einen Bestand hat, gibt es unglaublich einfache Wege, KV-Zusatz, zum Beispiel auch Zahn, Geschäft zu generieren. Aber nicht mit dem klassischen Ansatz, dem Kunden 5 Tarife hinzulegen und ihnen überlegen zu lassen, welchen davon ich jetzt gerne hätte, sondern mit anderen Wegen. Die möchte ich gerne Ihnen zeigen. Und ich möchte Ihnen auch aufzeigen, ich habe jetzt konkrete Zahlen nicht da, aber ich sage Ihnen das so, können Sie mir wirklich glauben, der KV-Zusatzmarkt boomt seit Jahren. Unglaublich viel Geschäft wird da gemacht. Aber nicht von denjenigen, die es reaktiv machen, sondern von denjenigen, die sowohl als Einzelmakler als auch im Vertrieb dieses Thema ganz strukturiert angehen. Check 24 ist ja ein Begriff, ehemals hier der dicke Mann, der immer, Sie erinnern sich an diese merkwürdige Werbung, jetzt ist ja diese Familie da, diese schlecht synchronisierte Familie. Über Check 24 kann man jetzt viel sich Gedanken machen und auch sich dazu äußern, das Konzept. Aber eins muss man klar feststellen, die sind halt unglaublich stark im Markt. Und wenn ein Kunde sich auf Check 24 verliert oder noch schlimmer die App runterlädt, ist alles zu spät. In dem Moment, wo er das tut und sich dann nicht nur für den Handytarif interessiert und die Stromgeschichte und Gas, sondern auch Zusatzversicherung, Vollkostenversicherung, dann ist der verhaftet. Da können Sie 1000 Dinge tun. Wenn er drin ist und sagt, ich möchte eine Zahnzusatzversicherung haben, dann klickt er da dreimal irgendwo drauf und kriegt ein Ergebnis. Wenn er das tut, ist er übrigens bei uns sind wir Nummer 1 und kommt bei uns bei Zahntop pur raus. Finden wir auch toll. Keine Frage. Aber der Kunde, der darauf geht, da brauchen Sie keinen Bedarf mehr zu wecken. Der weiß ja schon, was er will. Der überlegt nur, wen er dann möchte. Der Vorteil, den Sie haben als Vermittler, ist, das kann Check 24 nicht, die beraten ja nicht mehr im KV-Zusatzbereich. Da gibt es keine Beratung. Sie können den Bedarf wecken. Und das kann Check 24 nicht, Gott sei Dank. Es geht also darum, gerade in Beständen, viele von Ihnen hier sind jetzt nicht optisch, aber rein biologisch um die 50. Und die Bestände sind entsprechend auch so alt. Und dann kommen Kinder nach, die dann 20 sind, 21, 22 sind. Und die sind gefährlich, weil die haben gelernt, alles hier rüber zu machen. Überlegen sich Zahnzusatz, da ist noch irgendwas mit Zahnreinigung oder so. Dann sind Sie verloren. Sie dann einmal eingeben, Zahnzusatzversicherung, und dann landen Sie beim ersten Klick bei Check und dann ist es vorbei. Aber die meisten kümmern sich auch nicht um das Thema. Und ich möchte Ihnen aufzeigen, wie einfach man sowohl im Erstgespräch, im Neukundengespräch, als auch im Bestand dieses Thema spielen kann. Und Sie müssen, das ist nochmal die Überschrift, die ich eben ja auch gewählt hatte, Sie müssen überhaupt kein KV-Experte sein. Nicht mal ansatzweise. Wir reden nicht von KV voll. Nicht von Anschlussheilbehandlung und Hilfsmittelkatalog. Das ist alles nicht relevant. Das kann man alles ablesen. Es ist so einfach, dass ich daraus gemacht habe, KV zusätzliche Mathematik. Das ist einfach ein Rechenbeispiel. Ich zeige Ihnen das mal ganz konkret. Die Zahnzusatzversicherung, das sind unsere Tarife. Das ist eine DIN A4-Seite, das und das. Das macht jede Gesellschaft so. Ich stelle auf einer DIN A4-Seite alle Tarife dar. Und der klassische Verkaufsteil ist dann folgender, dass dann der Vermittler kommt und sagt, ja, ach ja, Zahnzusatz haben wir auch noch, ich überspitze es ein bisschen, ja, dann dieses Blatt rausnimmt, auf den Tisch legt und der Kunde dann ganz viele Informationen sieht und Sie ihm einfach zu erzählen, das runterzulesen, was wie ist und so weiter. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde dann sagt, okay, nehme ich den Zahntop pur, ist sehr gering, weil es so viele Informationen sind für den Kunden. In der Regel sagt der Kunde dann, interessant, lassen Sie mal hier. Das ist ein Overload an Informationen. So werden Sie auch ab und zu mal verkaufen, aber nicht strategisch. Viel cleverer ist Folgendes. Sie ziehen eine Leistung raus, zum Beispiel die Zahnreinigung.
Vor 15 Jahren hat Zahnreinigung keinen Menschen interessiert. Es gab keine Zahnreinigung, mal aus Versehen. Dann muss irgendein Zahnarztverbandspräsident auf eine unglaublich geniale Marketingidee gekommen sein, für die Großeltern zu sagen, wenn du nicht mindestens einmal im Jahr Zahnreinigung machst, bist du eine Zahnsau. Das ist so. Wer von Ihnen macht keine Zahnprophylaxe? Einer. Also bei den 10 Jeder macht Zahnprophylaxe. Jeder. Und eine Prophylaxe kostet roundabout 142 €. Hängt davon ab, ob Sie in Hamburg das machen lassen oder im Dorf machen lassen, aber über 100 € auf jeden Fall. Die Signale IDUNA und der Zahntop pur, auch der Zahntop, ich erkläre nachher was dazu, leisten 90% Zahnersatz und 90% auch der Prophylaxe übernehmen wir. Das heißt bis 150 €. In dem Fall folgendes Beispiel. Wir zahlen also von 90% von 150 € 135 € jährlich. Jetzt Achtung, ab sofort. Wir haben keine Wartezeit. Der Kunde, der also sagt, ich möchte die Zahnprophylaxe nicht mehr selbst zahlen, gibt gar keinen Sinn. Der schließt bei uns ab, der Kunde bekommt 135 €, wenn wir die 135 € teilen, die 12, also auf den Monatsbeitrag, landet er bei 11,25 €, die wir ihm quasi zahlen. Dieser Tarif kostet 14,59 € für 20- bis 34-Jährige. Das ist der normale Beitrag. Und hier reden wir noch nicht über Implantate und all das, was es ja eigentlich ausmacht, die Zahnversicherung. Aber unterm Strich zahlt er 3,34 € im Monat und braucht seine Zahnprophylaxe nicht mehr selbst zahlen. Und zwar ab sofort. Damit haben Sie jetzt überhaupt nicht gesprochen über Kronen, Inlays und das ganze Programm. Sie finden auch kaum einen 24-Jährigen, der sich dafür interessiert, dass mit 65 Mal die Implantate teuer werden können. Kann richtig teuer werden. Über 10.000 €. Interessiert den nicht. Der will die Kohle zusammenhalten, um tanken zu können und am Wochenende Party zu machen. Das ist halt so. Aber Prophylaxe bezahlen, das macht er jedes Jahr. Und der weiß nicht, dass es eine Versicherung gibt, die ab sofort 90% übernimmt. Plus alle anderen Leistungen. Für 3 € im Monat. Jetzt überlegen Sie mal, in Ihrem Bestand würden Sie so eine Aktion fahren, die mal anschreiben. Kostet ja nichts, also per Mail beispielsweise. Übrigens haben wir bei uns im Haus eine vorgefertigte Mail zu diesem Thema, wo genau aufgezeigt wird, für den Kunden, Sie müssen gar nichts mehr schreiben, wo der Bonus liegt, nämlich genau da drauf. Und ich garantiere aus Erfahrung, Sie werden unglaublich viele Anrufe bekommen und Rückantworten bekommen, weil es doch einsichtig ist, dass ich das Geld nicht selbst zahlen möchte, damit doch jemand zahlt zu 90%. Warum soll ich es selbst zahlen? Und das spricht sich bis auch um. Wenn der Kunde dann, der jüngere Kunde, die Kinder, sagt, oh, klasse, finde ich toll. Was meinen Sie, was dann passiert, wenn der nächstes Mal bei der Party ist oder am Wochenende irgendwo ist? Wird er darüber sprechen? Klar wird er darüber, weil jemand, der etwas Neues, Tolles, ganz Großartiges gefunden und gemacht hat, der redet gerne darüber. Das Menschen sind halt so. Das wird er auch erzählen. Das geht um Propaganda. Und das kann eben Jack nicht. Sie können es ja machen oder nicht machen, das ist ja unverbindlich, was ich sage. Wenn Sie mal überlegen, wie wenig Aufwand Sie mit so einem Thema Zahnversicherung generieren können, das ist erstaunlich. Mit der SDV sind wir gerade in Verhandlungen, also gerade in Bearbeitung, es wird in absehbarer Zeit auch kommen, das Thema Online-Abschluss. Sie werden also in dieser Zeit diese ganzen Geschichten noch online abschließen können, oder der Kunde besser gesagt. Das heißt, das Argument, wir sagen, auch jetzt soll ich wegen 14,59 € oder 17,30 € 20 Kilometer fahren oder 30 Kilometer oder 50 Kilometer fahren, das fällt ja weg, das können ja online abschließen. Und in dieser Mail, die wir fertig haben, ist ein Link dann dabei, der ist heute schon dabei, aber für Pools sind wir kurz davor. Und dann brauchen Sie nichts zu tun, außer dem Kunden diese Mail zu schicken. Der Kunde macht alles ganz allein. Keinerlei Kosten. Perfektes Marketing für Sie. Das ist großartig. Haben Sie eine Frage? Es gibt gesetzliche Krankenkassen, die übernehmen das auch, aber ist ja nicht zusätzlich. Es gibt gesetzliche Krankenkassen, die zahlen die Zahnreinigung auch an. Ja, die zahlen auch. Entsprechend was. Aber die zahlen natürlich nicht die 90% Zahnersatz, die wir zahlen, also im privaten Bereich. Da gibt es eine Prophylaxe als Bonusgeschichte obendrauf, aber eben nicht als normale Leistung. Und das ist ja eine Leistung, die tariflich festgelegt ist. Wir können also nicht sagen, wie eine Krankenkasse in 3 Jahren, wir wollen das Bonussystem ändern, das ist wieder weg. Das ist tariflich, vertraglich zugesichert dem Kunden. Das ist ein entscheidender Punkt.
Alles in der PKV, das ist jetzt der Unterschied zwischen GKV und PKV auf alle Bereiche bezogen, alles, was wir sagen, ist rechtsverbindlich niedergeschrieben. Rechtsverbindlich gilt heute und auch in 40 Jahren. Und wenn 5 Vorschritte dazwischen kommen, spielt es keine Rolle. Der Kunde kann sagen, Paragraph 4 Absatz 2 MBKK, da steht's. Das ist ein Riesenunterschied. Aber heute rede ich über GKV voll, GKV und PKV im Vollbereich oder im Zusatzbereich. Das ist auch nichts Neues. Also ich will nicht sagen, dass keine Versicherer sowas hat, die Prophylaxe zahlen. Natürlich zahlen er auch Prophylaxe. 90 ist viel, 90%, gar keine Frage. Aber das geschäftlich zu nutzen, so simpel, geht, bitte. Ja. Achso, das ist die falsche Folie. Das habe ich ja vorhin auch gesehen. Das ist Leistung zahlen. Das hat mit Seehilfe nichts zu tun. Das kommt bei den nächsten Folien. Das ist ein Verschreiber. Aber ich habe Sie alle gemerkt, was es kostet. 11,25. War aber nicht mit Absicht. Okay, das ist der Punkt Zahlen. Im ambulanten Bereich, das ist der Bereich, der in Zweitmeister verkauft wird, ist ähnlich. Auch da bieten Marketingabteilungen von jeder Gesellschaft so etwas an. So ein Ding und so ein Ding. Eine DIN A4 Seite. Wenn Sie das auf den Tisch legen, anfangen zu reden, kommt nichts mehr raus. Viel zu viele Informationen. Viel zu viele, würde ich niemals tun. Wenn jemand kommt und mir sowas hinlegt und dann anfängt zu lesen und ich dabei mitlese, sage ich am Schluss, okay, mache ich. Oder ich sage, das ist mal viel Information, denke ich mir auch, sei das mal da. Genau das gleiche Spiel in jedem Zahn. Auch da gilt es, sich auszusuchen, die der Kunde unmittelbar versteht. Und auch hier keine Wartezeit. Was heißt das? Das heißt, 64% aller Deutschen nehmen eine Sehhilfe in Anspruch, Brille oder Linsen. Also fast 2 Drittel. Und die allermeisten Menschen, die eine Brille tragen, die kaufen sich nicht alle 15 Jahre eine Brille, sondern alle 2, 3 Jahre. Das ist halt schick. Wenn man sich Schuhe kauft, macht ja auch Sinn. Jetzt könnt ihr schon ahnen, was wahrscheinlich jetzt kommen wird. Wir zahlen alle 2 Jahre für die Sehhilfe 350 €. Der Kunde kann sich also, der Brillenträger ist oder Linsenträger ist, kann von uns alle 2 Jahre 350 € bekommen, ab sofort. Er muss die Brille nicht mehr selbst zahlen. Alle 2 Jahre, alle 3 Jahre, alle 4. Jeder Brillenträger wäre wirklich, sagt man so, doof, das nicht zu tun. Und wir reden jetzt nicht über alle anderen Leistungen, die natürlich viel relevanter sind. Also vom Hilfsmittelrestkostenverzeichnis, Heilpraktikerleistung und all das, was den ambulanten Bereich ausmacht. Aber Sie kriegen einen Brillenträger viel eher, wenn er sagt, ach, jetzt zahle ich die Brille ab sofort 350 € Weltklasse. Wenn man das runterrechnet, das können Sie auch in der Mail genauso machen. Übrigens, wenn Sie das vorgefertigt haben möchten, als Mail für den Kunden, als Bonus, dann wenden Sie sich an uns. Wir machen das fertig, ist kein Problem. Folgende Rechnung, die Sie dann entsprechen. Sie bekommen also alle 2 Jahre 350 €. Der Kunde. Sind geteilt durch 24, 14, 58. Jetzt stimmt es hier was am nächsten Mal. So, das heißt, der Tarif kostet 16,07 €. Wenn er sich alle 2 Jahre eine Brille kauft, sind es 14,58 € die er bekommt. Der Tarif kostet insgesamt, der Top-Tarif, besser geratet geht gar nicht mehr am Markt, als der Tarif wirklich war, kostet ihm 1,49 €, wenn er alle 2 Jahre neue Brille kauft. Kauft er sich alle 3 Jahre neu oder alle 4 Jahre neue Brille, sind es halt 3 € etwas, 4 € etwas, so kein Preis für den top-ambulanten Tarif. Und Sie kriegen den Kunden unmittelbar dadurch, dass er unmittelbar rechnen kann und verstehen kann, das ist für dich ein Bonus, und zwar ab sofort. Macht Sinn. Und wenn Sie sagen, okay, aber so viele Kundengespräche mit Brillenträgern habe ich nicht, ja, kann ja sein, aber im Bestand, überlegen Sie mal einen Bestand, wenn Sie selbst eine Mail machen, aufmachen und Ihren Bestand anschreiben, nur schreiben, ich habe für dich, das ist mal platt gesprochen, eine Versicherung gefunden, die ab sofort deine Brille bezahlt. Alle 2 Jahre 350 €. Glauben Sie, dass die sagen, oh, das will ich nicht. Das werden die nicht tun. Das wäre einfach doof, das nicht zu tun. Jetzt denken Sie wahrscheinlich, wie geht das? Wie kann die Signal so etwas machen, ohne dass Sie die Tarife ständig anpassen müssen? Kann ich Ihnen genau erklären. Erstens, es gibt unglaublich viele Kunden, die einen Tarif kaufen und dann vergessen. Sie denken schon, es ist wirklich so, die schießen irgendwann was ab und haben es dann vergessen. So 4 Jahre später ist eine Leistung fällig, vergessen sie. Und das Zweite, die allermeisten verkaufen nicht so, wie ich es vorhin schon sagte, die allermeisten verkaufen reaktiv. Der Kunde möchte irgendwas und ich biete ihm irgendwas für 7,59 €.
Und auch da, der Multiplikator, der sich daraus ergibt, bei Brillenträgern, ist doch enorm im bekannten Freundeskreis. Das gleiche Spielchen. So einfach aufgemacht, ein einfaches Rechenbeispiel. Wenn jemand auch noch Brillenträger ist oder Linsenträger ist, dann hat er mit Sicherheit schon mal über das Thema LASIK, also Lasern der Augen nachgedacht. Ich bin selbst gelasert, vor 9 Jahren mich lasern lassen. Das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Ist wirklich so. Muss jeder selbst beurteilen. Ich will nur sagen, jeder denkt über das Thema mal nach. Und wenn es nicht darum geht, dass man es aus medizinischen Gründen nicht macht, sondern weil man sagt, Mensch, ich bin jetzt 25, die Kohle habe ich nicht, 2000 Euro, dann bietet dieser Tarif, der auch die Brille zahlt alle 2 Jahre und die Linsen zahlt, der bietet Folgendes an. Der zahlt von 2000 Euro, die das Laser kostet, zahlen wir 1000 Euro. Allerdings nach 3 Jahren, nicht ab sofort. Habe ich jetzt nicht runtergebrochen, aber nach 3 Jahren 1000 Euro ist kein guter Deal. Richtig? Also auch da kriegen Sie ihn. Das wenn er bei der Brille noch nicht zuckt, bei den Linsen. Und Sie sagen, haben schon über Laser nachgedacht, und gerade bei jüngeren Leuten, die haben alle drüber nachgedacht. Die Hälfte zahlen wir nach 3 Jahren. Und nicht vergessen, alle anderen Leistungen sind alle mit drin. Es ist nur die Spitze über das Thema Brille und Sehhilfe. Thema Heilpraktiker, auch in diesem Tarif mit drin. Viele stehen heute auf Heilpraktiker. Gerade bei den Damen ist das so, dass sie die klassische Schulmedizin, ich will nicht sagen ablehnen, aber auf jeden Fall ergänzen möchten. Und da ist es eben auch so, dass die GKV eben nicht alles zahlt, sondern die GKV zahlt zum Beispiel Akupunktur nur, wenn es chronisch ist, bei chronischer Schmerztherapie. Wir übernehmen hier entsprechende Kosten, 80% von 700 Euro. Auch alles ab sofort. Also auch da können Sie spielen zwischen dem, der Brillenträger ist, dem, der vielleicht sagt, Naturheilverfahren interessiert mich, das ist mein Thema, können Sie was anbieten. Und auch das können Sie natürlich wieder umrechnen auf den Beitrag, den es Ihnen kostet, und eine Leistung auf den Monat bezogen. Dann gibt es den dritten Bereich, den stationären Bereich. Der ist am schwierigsten zu verkaufen. Warum? Weil er am teuersten ist. Aber es ist der wichtigste Bereich. Denn eine Krankenversicherung, sowohl Voll- als auch Zusatz, und gerade auch im Vollkostenbereich, ist nicht dafür gedacht, dass der Kunde schneller drankommt, dass es eine bessere Serviceleistung gibt oder dass der Schienbeinbruch besser verheilt oder besser versorgt wird. Das ist nicht, darum geht es nicht in der privaten Krankenversicherung. Wissen Sie, worum es geht in der Krankenversicherung und auch hier im stationären Bereich? Es geht darum, dass wenn Sie eine schwere Krankheit vom Arzt diagnostiziert bekommen, wie zum Beispiel Krebs, ob Sie dann in so einem Falle selbst entscheiden möchten, welche Therapie vorgenommen wird und von wem. Ob Sie die freie Arztwahl haben möchten, ob Sie googeln möchten und sagen, jawohl, da gibt es ein super Team im Schwarzwald, die haben es richtig drauf, die Studien darüber, wie großartig die sind, und das möchte ich gerne machen. Oder sind bei der GKV-Versicherung und haben keine stationäre Zusatzversicherung, sind nicht privat versichert im stationären Bereich. Dann müssen Sie genau das tun, was die Haushaltslage hergibt, Gesundheitsfonds, und Sie müssen genau die Therapien anwenden, die im Krebsbereich genommen werden. Das ist Chemo, Bestrahlung, Operation. Ein Kunde ist vor kurzem leider gestorben, man kriegt ja vor die Rede. Da gab es keine Möglichkeit, irgendwas auszusuchen. Und wenn Sie jetzt vom Preis mal absehen, natürlich kostet eine stationäre Zusatzversicherung um die 50 Euro, je nachdem wie alt man ist, ja, in dem Bereich. Aber wenn Sie den Kunden mit der Diagnose konfrontieren und ihm die rhetorische Frage stellen, es geht, und will ich provokativ sagen, hier geht es nicht um Schienbein, nicht um Erkältung, nicht um Blinddarm-OP, sondern es geht um zum Beispiel Krebs. Und wenn ich mache sowas öfter und dann Krebs sage, dann sehe ich die Gesichter und dann ist ein kurzes, ich verstehe das auch, aber das ist die Wahrheit. Sie können auch eine andere chronische Krankheit nehmen, ja? Aber Krebs hat leider jeder ja irgendein Bild und kennt irgendjemand, weiß genau, oh Gott, das kann mal passieren. Aber genau darum geht es dann. Und fragen Sie doch mal Menschen, die in der GKV sind und hätten abschließen können, als sie 30, 40 waren, ob die nicht im Nachhinein sagen würden, oh Mensch, hätte ich bloß damals die und die Versorgung. Und es gibt alternative Methoden in der Krebsbehandlung. Nur zum Beispiel zu erklären, warum das nicht weiter erforscht wird, da habe ich meine eigene Meinung dazu, Thema Pharmaindustrie, aber Sie haben auch hier, wenn Sie sagen, ich bin in der GKV, ich komme da auch nicht raus, aus welchen Gründen auch immer, können Sie hier sich komplett privat versichern. Und wenn wir ehrlich sind, wie viel Geld wird ausgegeben für, keine Ahnung, für einen Netflix-Account oder für irgendetwas, für Filmen, Sie kennen das, das sind 20, 30, 40 Euro. Das kostet dann 40 Euro. Aber im Fall der Fälle, was so eine Diagnose hat, kann ich mir den Arzt aussuchen. Ich kann googeln.
Vor 20 Jahren, vor 25 Jahren hat der Doc gesagt, Sie haben Krebs. Was mache ich denn jetzt? Da Kreiskrankenhaus Chemotherapie. Heute nicht mehr. Heute googelt doch jeder alles ständig. Ständig. Sie haben Knieschmerzen, Ihre Frau will Sie verlassen, keine Ahnung, irgendwas und Sie fangen an zu googeln. Das wird doch genauso machen. Da kommt eine Diagnose zu irgendetwas und Sie googeln. Dann sehen Sie, was es alles gibt. Sogar weltweit. Und damit können Sie es machen. Und wenn Sie es nicht haben, sind Sie angewiesen auf das, was der AOK-Sachverwalter Ihnen sagt. Da hinten, Zimmer 6, alles Gute für Sie. Wenn man so das zuspitzt, im Zahnbereich, wie ich sagte, im Brillen, also im ambulanten Bereich auf Brille, Sehhilfen und im stationären Bereich auf eine Diagnose zuspitzt, werden Sie deutlich mehr Abschlüsse generieren. Ganz sicher. Weil es nicht darum geht, abzulegen, oh, 48 Euro ist ja echt viel Geld, naja, ist auch so ganz gut die GKV, so schlimm ist es ja nicht. Letztes Mal war ich ja im Krankenhaus, die waren echt nett da. Das ist nicht relevant, ob die nett sind. Es geht nicht um nett sein. Es geht darum, ob ich mir diejenigen aussuchen kann, von denen ich meine, dass er mich heilt und mir das Leben verlängert. Dann geht es gar nicht um die Heilung, dann geht es um die Verlängerung des Lebens. Jetzt kann man sagen, ob ich ein Jahr länger lebe oder nicht, oder 2 Jahre länger lebe oder nicht. Das sagen Sie mal in einer Familie, die ein Kind hat, das Krebs hat, Leukämie. Ob es da nicht relevant ist, ob das Kind 2 Jahre länger lebt. Das ist sehr wohl relevant. Sie müssen das nicht, ich fand das so gut, was ich sagen will, Sie müssen nicht vom Krebs sprechen. Ich mache das ja so hart, damit Sie hinterher, wenn Sie rausgehen, sagen, dieser schnell sprechende Spanier mit wenig Haaren, der hat mir was von Krebs erzählt, ach, da war ja was mit Krebs. Das ist mir viel wichtiger. Verstehen Sie, wenn ich jetzt sagen würde, und wenn er mal Asthma hat, dann ist es schön, weil dann gibt es, das bleibt nicht hängen bei Ihnen. Und ich sage Ihnen, mein Vorschlag, bringen Sie auf den Punkt, Sie müssen nicht Krebs sein, Sie können was anderes sagen. Aber das ist halt so ein Schockeffekt, Krebs zu sagen. Ja? Und es gibt zu dieser rhetorischen Frage, möchtest du den Arzt im Fall der Fälle aussuchen? Was soll er denn da sagen? Nee, will ich nicht. Wie soll das gehen? Das geht gar nicht, da kann man nicht Nein antworten. Unmöglich. Und ich rede jetzt gar nicht über Cross-Selling-Effekte daraus. Ja? Wenn Sie mit Kunden über solche Dinge sprechen, nicht nur, dass es Multiplikatoreffekt wie mit anderen Familienmitgliedern und Kollegen und so weiter, ja, das sind ja, Sie bieten das ja so an, sondern Sie haben hier auch, können über BU sprechen, über hier unsere SIGI, unsere vorgebundene Lebensversicherung, Rentenversicherung, Sie können über alles sprechen. Das sind aber eine von den Guten. Sie verkaufen hier nicht irgendwie so einen Fonds oder so, nicht gegen Fonds verkaufen, nicht falsch verstehen. Aber das, was Sie hier tun, das ist super. Das sind die Guten. Die zahlen die Brille, die zahlen die Prophylaxe und sie zahlen im Fall der Fälle, sorgen Sie dafür, dass Sie sich den richtigen Arzt aussuchen. Das ist gut. Das, was ich sagte, wenn der Kunde, nochmal zur Verdeutlichung, wenn der Kunde Diagnosen bekommt, dann googelt er. Und wenn er googelt, wird er sich ärgern, wenn er nichts gemacht hat. Das ist logisch. Und wenn Sie Kunden im Bestand haben, die zwar gerne sich versichern würden, stationär es aber nicht können, wegen der Gesundheitsprüfung, da war ja was, haben wir noch ein Angebot für Sie, den Klinikunfall pur. Da sind Sie quasi privat versichert, der Kunde im Fall der Fälle, im stationären Bereich aber eben nur unfallbedingt. Die meisten Kunden, die aber nichts mehr bekommen, die nichts mehr bekommen, weil sie bei der BU keine Chance haben etc., die freuen sich meistens darüber, überhaupt irgendwas abschließen zu können. Irgendetwas, wo ich im Fall der Fälle versichert bin. Und wenn Sie mal schauen, was es kostet, das sind ja Beiträge, 50- bis 70-Jährige, 8,50 Euro. Kostet ja nichts. Und Sie können schon etwas anbieten im Bestand. Immer. Sie können immer etwas anbieten. Oh Gott. Jetzt gibt es im Vergleich zu dem, was ich jetzt sagte, oder eine Ergänzung dazu, wir haben einen Kindergesundheitsschutz entwickelt. Dieser Kindergesundheitsschutz ist letztendlich, sind bestimmte Tarife aus dem Zahnbereich, aus dem ambulanten Bereich und aus dem stationären Bereich, was ich eben dargestellt habe, auf Kinder runtergebrochen. Warum? Weil bei Kindern eben der Beitrag auch noch nicht so hoch ist. Also alle 3 Bereiche kosten 25,80 Euro. Sie können aber jeden Bereich einzeln versichern. Wir müssen da durch. Thema Kieferorthopädie, also gerade bei Kindern. Bei Kindern spielt das Thema Zahnprophylaxe nicht so eine große Rolle, logischerweise, aber Kieferorthopädie spielt eine Rolle. Und die GKV zahlt ja nur ab Kickstufe 3, der Tarif zahlt ab Kickstufe 1, also 1 und 2 auch mit. Das kann richtig teuer werden, wenn ein Kind eine kieferorthopädische Behandlung hat. Sie kennen das ja wahrscheinlich auch aus dem Bekanntenkreis etc. Das wäre ein sehr schönes Argument für eine Zahnversicherung als Kind. Also Sie können hier mal schauen, hier war ein Leistungsfall für ein Mädchen, 5 bis 12 Jahre alt, Kick 2,
4 Jahre behandelt worden, das ist die Gesamtsumme, 5.250, die angefallen sind. Diese Beispiele werden auch in der Broschüre erwähnt. Ich bin ja kein großer Freund davon, habe ich ja vorhin erzählt, zum DIN A4-Blatt zu kommen und alles mit Informationen voll zu kleistern. Überhaupt nicht. Aber wenn man das konkret aufmacht, ganz sauber runterbricht, dann macht das Sinn, weil der Kunde das von oben nach unten nachvollziehen kann. Und nicht links und rechts ständig lesen muss. Das kann man gut machen. Im ambulanten Bereich ganz genauso. Auch da gibt es viele Kinder inzwischen, die Brillen tragen. Früher war das gar nicht so. Also ich kann mich an meine Zeit erinnern, wenn ich die Schulbilder noch angucke, da waren vielleicht 2 Brillenträger mal dabei. Heute sehen Sie sehr, sehr viele Kinder mit Brillen. Sehr viele Kinder. Da geht genau das Gleiche. Auch da, das Kind wird mit Sicherheit nicht 10 Jahre lang eine Brille tragen. Gleiche Spielchen. Auch Naturkunde, Vorsorgeuntersuchung, alles mit drin. Für 12,35 €, wenn man separat kommt. Und dann kommt das Highlight. Der stationäre Bereich, der wichtigste Bereich. Da bieten wir vom Deutschen Ring den Klinik Plus an, Klinik Plus mit C. Und der hat 1- und 2-Bettzimmer, Wahlarztbehandlung, ein bisschen kleiner Tipp. Es heißt nicht Chefarzt, es ist Wahlarzt. Das ist besser, glauben Sie mir. Nicht jeder von uns möchte hier vom Chefarzt operiert werden, das war aber keine gute Idee, sondern vom Wahlarzt. Wenn der Kunde dann mal sagt, das ist ja Chefarztbehandlung, dann ist es verkäuferisch nicht clever zu sagen, nein, das ist Wahlarzt. Ja, klar. Es macht aber Sinn, ihm deutlich zu machen, dass Sie den Unterschied kennen zwischen Wahlarzt und Chefarzt, die darauf hinweisen, weil das ihre Kompetenz stärkt im Gespräch. Kleiner Tipp. Der kostet 3,55 €. Ein-Bettzimmer, 2-Bettzimmer, Weltgeltung, den Arzt selber aussuchen können. Die Krankheit, von der ich eben gesprochen habe, gilt ganz genauso. Nicht mal 4 € im Monat kann Mama oder Papa sein Kind privat stationär versichern. Privat. Das sind genau die Fälle, die in der Bildzeitung stehen, die erste Seite, Kinderleukämie, AOK zahlt nichts. Sie kennen das, das ist ja bekannt. Für 3,55 €. Und wenn jemand sagt, ist mir zu teuer, dann soll er kündigen nach 2 Jahren, das ist doch kein Problem. Wir reden ja von Zusatzversicherung. Jemand sagt, finde ich doof, meine Zahnreinigung bezahlt zu bekommen, ich kündige. Kein Problem. Das kündigt niemand. Es gibt bis 15, von 15 bis 20 ist der weiter 7,86 € roundabout. Das ist kein Geld. Sie haben das Kind abgesichert. Bringt Ihnen das Provision? Nein. Bringt Ihnen das Reputation? Ja. Er wird keine Provision verdienen. Das ist aber auch ein Weltklasse-Einstieg. Wenn das Kind dann schon mit 3,55 € was hat, dann soll Papa sagen und Mama sagen, und wir? Wir nicht, wir brauchen das nicht. Das ist doch Unsinn. Jetzt will ich gar nicht ausmalen, was Sie alles mit sowas machen können, so ein Klinik für 3,55 €. Von Kindergärten über Schulen und Bekanntenkreis und so, das geht nicht um die Provision. Sie werden keinen Tarif finden, der stärker ist. Also vom Preis her, im Vergleich zur Leistung, wenn Sie keinen finden. Und wer gar nichts geht und sagt, nee, ich gebe keine 40 € aus, auch keine 14 € aus, auch keine 25 € aus, 3,55 €, das geht nicht. Da will ich gar nicht lange diskutieren drüber. Ich habe was für dich gefunden, super, dein Kind kann privatversichert sein für 3,55 €. Das glauben die ja gar nicht. Das gibt es schon ganz, ganz lange. Ich bin ja ein alter deutscher Regler, das kenne ich ja von früher noch, der verkauft sich unglaublich stark. Aber nur die kennen den, verkaufen die ihn auch kennen. Weil solche Vergleichsprogramme bilden sowas seltener, die wenigsten gucken da rein. Das wissen einfach viele nicht. Und wenn die Kunden das wüssten, ähnlich bezahlen ambulant, dann würde es deutlich mehr gehen. Sie können strategisch und strukturiert das Geschäft angehen. Und vor allem Check 24 ein bisschen was bei der Gelegenheit abnehmen. Ist auch günstiger für das nochmal. So, ich glaube, im Wesentlichen habe ich das. Es gibt der Prospekt ist bei uns am Stand. Sie können ihm alles abschließen für das Kind oder eben separat. Das ist alles entsprechend möglich. Und ein Hinweis noch: Bei der Gesundheitsprüfung für Kinder haben wir eine vereinfachte Gesundheitsprüfung. Also nicht dieses ganze Katalog, sondern 5 Fragen, ganz wenige Fragen. Hier kommt meistens die Frage, ja, wenn das Kind aber ein Loch im Herzen hat oder so, oder irgendwas Schwerwiegendes hat, nehmen wir natürlich nicht. Prüfen wir auch nicht lange. Für 3,50 € können wir das auch nicht. Aber die allermeisten Kinder, Gott sei Dank, sind noch gesund. Mittelohrentzündung ist kein Problem, ist 1,20 € Zuschlag drauf. Ja? Aber was können Sie da für Termine generieren? Also es gibt auch keine einfache Möglichkeit, als darüber einen Termin zu generieren über 3,50 €. Den Sie wahrscheinlich genauso, oder? Unglaublich stimmt. Wenn einer was ist bitte? Ja. Es hängt davon ab,
denke, ob es ein Kind oder ein Erwachsener ist, aber ich zeige Ihnen ja am Platz aus. Haben Sie noch weitere Fragen? Ist nicht rübergekommen. Es ist deutlich geworden, dass dieser Bereich unglaublich lukrativ ist, dass da richtig was geht. Das ist mir wichtig. Chica, vielen Dank. Aber für eine halbe Stunde war es nicht schlecht. Pedro, ein Feuerwerk an Emotionen.